Hallo aus Barcelona. En el bar que hay en la esquina. Ich bin jetzt schon sehr lange auf Reisen, seit Oktober, Anfang Oktober. 8 Monate lang keine Wohnung tatsächlich mehr. Wir haben die Kalisi, unsere Tochter, machen wir mit Homeschooling, tun wir die unterrichten. Und reisen in der Welt herum, so wie es uns gefällt. Und wir haben im Oktober, sind wir nach Costa Rica gereist, aber nur ein paar Tage. Ja, da haben wir noch ein Video gemacht vom El Arenal. Da wollten wir dann im Januar dieses Jahres einen Retreat machen. Und da hat es noch wie so ein Video gebraucht, eine Einladung. Genau, und sind wir ein paar Tage in Costa Rica und danach sind wir dann nach Mexiko gegangen, um da 3 Wochen zu bleiben. Und dann sind daraus 3 Monate geworden. Ja, hat uns sehr, sehr gut gefallen. Wir haben längere Zeit auch in einem Retreat-Center gelebt, wo wir dann auch gut drehen konnten, wo einige Sachen entstanden sind. Der ganze Fülle-Kurs, Online-Kurs ist in Mexiko entstanden. Wir haben über 20 Teilnehmer gehabt. Das war mega, mega schön und tief. Und wir haben da auch schon gemerkt, dass wir so auf dem richtigen Weg sind, weil auch so das Feedback von diesem Kurs, von dem Fülle Online-Kurs, den ersten, war wirklich mega. Also das war wie so, das hat wie zu unserer Arbeit, die wir sonst machen, die Einzelsessions, die Retreats, die Bodywork-Ausbildung, hat dieses Fülle-Leben noch wie gefehlt. Ja. Ne? Und, ja. das ist eigentlich das Gefühl, was wir auch hatten. Wir brauchten wie noch andere Sachen, die eigentlich das komplett machen, was wir ja sonst im Alltag wie nicht teachen können. Ne? Und da sind halt ganz viele Sachen dann wie so auch entstanden und dann haben wir halt angefangen, auf unseren YouTube-Kanal einfach wöchentlich neue Videos zu machen. Das ist wirklich halt einfach auch ein großer Aufwand, gerade am Anfang, ne? Wirklich wöchentlich eigentlich ein Video zu machen. Und wir haben halt dann Meditation reingebracht, wir haben unsere körpertherapeutischen Sachen mit reingebracht. Wir haben Talks, Non-Duality-Talks, aber auch ganz normale, sogenannte normale Themen von der Welt, wie unsere Sichtweise aufgezeigt. Und da haben wir einen mega schönen Zuspruch und so. Wir haben jetzt, glaube ich, 325 Abonnenten und ja, wenn es euch gefällt und ihr noch nicht abonniert habt, wir freuen uns. Abonniert, das gibt uns eigentlich die Möglichkeit, irgendwie dann wie so noch mehr zu machen. Genau. Und es ist schön halt, dass wir auch zu teilen, also wenn euch das berührt, was wir machen, oder ihr findet, oh, das ist klasse, teilt es doch ruhig. Es kostet nichts, aber es hilft. Es hilft vielleicht manchem, so seine Schritte zu machen oder überhaupt mal klar zu werden, oh, da gibt es doch noch mehr als dieses einfache, normale, täglich ein- und aus Gelebe, was manchmal doch so stark frustrierend ist. Dann ist dann auch bald Zeit gewesen, weil wir haben ja in Costa Rica das 10-tägige Power of Life Retreat gehabt, wo wir uns mega darauf gefreut haben und viele Leute halt einfach auch. Und es war ja so unsicher, auch mit den Covid-Zeiten, ob es jetzt alles klappt und so, aber wir haben wirklich mutige Leute gehabt, die trotzdem einfach gesagt haben, wir kommen und wir gehen dahin und machen das. Und es war wirklich der Power of Life. Ja, da haben wir das an der karibischen Seite das Retreat gemacht, was sehr intensiv und wunderschön gewesen ist, auch sehr intim mit den Menschen zusammen. Wir sind dann noch zum El Arenal nach La Fortuna, also zum Vulkan gefahren, haben da noch eine Tour gemacht und so. Also es war wie so eine spirituelle Reise zu einem selbst. Ja. Mit natürlich in Costa Rica hat einfach auch mega viel zu bieten. Ja. Wir haben dann auch das Ziplining gemacht, wir haben Meditation am Beach gemacht, wir haben ja, so diese ganze Natur und das ganze Surrounding unterstützt einen, die ganzen Naturparks mit den vielen Tieren. Es ist einfach Power of Life. Und dann natürlich am El Arenal dann noch am Ende, ja, das ist einfach so wie so die Quelle des Lebens. Und das ist natürlich sehr schön, auch gerade in Bezug auf Spiritualität, das wirklich so zu verkörpern im Leben und das umzusetzen und zu sehen, hey, ich kann das auch im Alltag leben, mit anderen Menschen zusammen. Ja, dafür sind Retreats natürlich immer gute Übungsfelder. Und gerade so ein Land ist da nochmal mega hilfreich. Und das hat uns halt wie so auch unterstützt, so in diesem nach vorwärts gehen. Da ist auch dieser starke Wunsch halt gekommen, oh, wir wollen mehr Leute erreichen und das können wir halt einfach nur online, weil wir einfach viel, viel breiter streuen können, dass man gerade so in den Zeiten, auch diese Covid-Zeiten, wo die Einschränkungen so stark gewesen sind, haben wir so ein starkes Bedürfnis gehabt, oh, es muss sich wirklich was ändern. Das muss sich was ändern
Und wir dürfen nicht mehr so leise rumsitzen, sondern nee, wir können diesen mutigen Schritt machen, sondern wirklich nach außen zu gehen, euch über diesen Kanal wirklich zu erreichen. Und wir haben gemerkt, wir können tatsächlich so auch was bewegen. Und wir haben in Mexiko, sind wir dann wirklich halt viel länger geblieben. Da ist dann auch noch ein Online-Kurs entstanden, New Beginning. Ja, den haben auch wir super. Und da haben wir jetzt mal was Richtiges, Fundiertes, einen Kurs gemacht, wo wir unsere Know-hows eigentlich geteilt haben, dass man es von zu Hause aus machen kann. Genau. Und für manche ist es ja wirklich auch, einen Kurs zu machen oder in die Praxis zu kommen. Und so kannst du einfach wie daheim wirklich ganz viele verschiedene Techniken ausprobieren. Das, was dir gut tut, dann da weitermachen. Also es ist wie so im eigenen Zeitrahmen, im eigenen Tempo kann man sich raussuchen, was man da möchte. Und wir haben wirklich alles reingepackt, was für uns funktioniert. Und dann sind wir nach Costa Rica, sind wir wieder in die Schweiz gekommen, haben einen Monat in unserer Praxis auch wieder gearbeitet. Also haben wieder Einzelsessions gegeben. Auch wieder, und haben in Zürich gewohnt. Ja, haben in Zürich gewohnt und haben uns, es war ganz schön halt auch wieder diesen Kontakt mit den Menschen, die uns schon viele Jahre oft kennen oder die wir begleiten. Und das hat halt auch wieder einiges dann inspiriert. Und nach diesen 5 Wochen sind jetzt nach Barcelona gegangen. Und in Barcelona ist der Füllekurs 2, der ist gerade am Laufen. Ist Wahnsinn, was da wieder eine Steigerung eigentlich vom ersten sogar ist, also was für eine Tiefe oder wie der sich eigentlich auch so entblättert, wo uns auch sagt, oh, das ist schon die richtige Arbeit, die wir machen, also das ist klasse. Und viel weiter als jetzt diese 5 Wochen haben wir noch gar nicht so fest geplant, also wir wissen eigentlich, dass wir nach Italien halt dann gehen, also jetzt im April werden erstmal noch 2 Art of Deep Bodywork Weiterbildungen machen. Wir machen ja die Ausbildung für angehende Körpertherapeuten, bieten wir an. Oder für Leute, die einfach Spaß haben am Berühren. Oder vielleicht auch manchmal wie merken, dass sie mit dem Körper, also wenn man manchmal viel an sich gearbeitet hat und merkt, irgendwie kommen die Sachen immer wieder und ich kann es nicht wirklich loslassen, ist manchmal auch so Körpertherapie, selbst wenn man nicht damit arbeitet, sondern für sich persönlich macht, auch klasse, sehr bereichernd und klasse, ne? Weil das wirklich sehr intensiv ist. Man hat wie an den Wochenenden sind immer wirklich 2 Tage mit jeweils 5 Stunden, wo man Zeit hat, sich zu spüren. Das ist so nährend halt auch, ne? Die vielen Berührungen zu bekommen. Man hat mega viel Zeit, auch das Geben ist sehr bereichernd. Also es ist wie so für alle. Man kann es als Paar machen, mit Freunden, für sich alleine. Das ist wie, wir sind da recht offen und es sind auch wirklich durchgemischte Gruppen. Ne? Ja, Leute, genau. die das einfach nur für sich machen, bis hin zu professionellen Leuten, die mit Körpertherapie arbeiten. Genau. Das ist im April, sind 2 Termine, 2 Wochenenden, die wir dann da machen. Im Mai haben wir das Coming Home Retreat. In Italien. Am Ortersee. Eine Woche lang am Ortersee. Da geht es wieder um wirklich dieses Nachhausekommen, diese emotionale Heilung. Das machen wir schon über 10 Jahre, haben schon so viele Menschen da begleitet und so. Das Retreat wird dieses Jahr einmal stattfinden. Manchmal findet es 2-mal statt, aber dadurch, dass wir im Herbst wieder weg sein werden, wird es nur einmal stattfinden. Also die da noch hin möchten, es hat noch Platz und meldet euch gerne an, weil es wird schnell voll sein. Schon im Juli sind wir dann wieder in Italien, machen eine Woche Ausbildung Art of Deep Bodywork. Eine Riesengelegenheit, eine Woche lang sich berühren zu lassen, tief einzutauchen in diese Kunst von Berührung und therapeutischem Arbeiten. Danach, gerade im Anschluss, haben wir das Coming Home Festival. Ne? Alle, die uns kennen, auch die uns nicht kennen, aber gerne mal kennenlernen wollen. Ja, genau. Ne? Sehr ungezwungene Atmosphäre oder so. Wir machen einfach das Fest in Italien in diesem Retreat Center für 2 Tage. Wir bieten da ein bisschen Satsang an, Meditationen. Das für den Körper. Ja, aber mehr so zum Schnuppern, ein bisschen zu machen. Und aber mehr ist es eigentlich halt, Freunde zu treffen, neue kennenzulernen. Und in Italien zu sein. Und in Italien zu sein. Ne? Genau. Ja. Und dann ist unsere Planung, gucken wir mal, ne, weil alles noch kommt. Wir werden sicher noch... Es gibt auf jeden Fall noch 2 Bodywork-Wochenenden, eins im September und eins Anfang Oktober. Danach sind wir sicher dann wieder weg.
Wir haben sicher noch im Sommer wird sicher noch was stattfinden. Das ist genau, das ist noch so ja. im Tun. Eins, wo fix ist unser Silvester-Retreat, also über Silvester in Mexiko. Genau. Da sind wir in Sayulita, Mexiko, werden wir vom 27. bis zum 7. Und das Retreat ist dann vom 28. bis zum 6. Haben wir ein ganzes Retreat-Center da für uns und werden 10 Tage Satsang Intensive Retreat machen. Und das heißt In Love Was Life. Ne? Und alle, die da dabei sein wollen, informiert euch auf unserer Webseite. Genau, da ist die Website auch schon fertig. www.cominghome.ch. Ja, und dann ist es ja schon rum. Ist schon rum genau. Und so, ne? Aber wir können einfach manches ist einfach noch unklar, deshalb lohnt es sich auch immer mal wieder auf der Webseite vorbeizuschauen, da werden die neuen Sachen immer aufgeschaltet. Genauso unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, der kriegt ja auch immer wieder Informationen, da kommt, sobald das neues Video draußen ist, wir machen einmal die Woche im Moment eins, kriegt ihr die Info, manchmal auch eins mehr. Ne? Und klar, Patreon ist dann noch mal die Extra-Seite, wo noch mehr Content ist von uns. Und gerade für Patreon haben wir das halt auch gemerkt, dass wir da Live-Events oder so machen wir eigentlich über Patreon oder spezielle Sachen läuft alles über unseren Online-Portal. Also für die, die das interessiert, können einfach auf unsere Patreon-Seite gehen oder auf unsere Online-Portal-Seite gehen und da mal reinschnuppern oder reinschauen. Ne? Damit unterstützt man halt auch uns und unsere Arbeit und deswegen können wir das eigentlich tatsächlich auch machen. Ja, und wenn ihr uns helfen könnt. Man kann auch unseren Newsletter abonnieren. Genau. Also Newsletter, man kriegt einfach dann ab und zu mal Infos, wenn neue Retreats kommen oder wenn wir vielleicht wie erinnern an, jetzt kommt das und das. Ist auch immer gut, dann kriegt man einfach die Info. Ne? Und jetzt haben wir euch einfach mal ein bisschen auf dem Laufenden halten wollen, was bei uns passiert. Ja, freuen uns über Kommentare, Anregungen oder Ideen von euch. Vielleicht will jemand auch was organisieren oder als Interview oder egal was. Wir sind mega offen im Moment. Wir können auch überall hinkommen. Ja, genau. Wir können überall hinkommen. Ohne festen Berlin reizt uns auch im Moment. In Frankreich wollen wir halt auch noch Zeit verbringen, Italien. Und natürlich auch mal Schweiz werden wir immer wieder halt hingehen. So alle 2 Monate werden wir sicher im Moment bis zum Herbst in die Schweiz halt gehen, weil wir da unsere Praxis. Wir haben unsere Praxis, unsere Tochter hatte ihren Gymnastikkurs. Ja, genau. Also wir werden da auf jeden Fall auch immer weiter hingehen und wir halten euch auf dem Laufenden, was bei uns so passiert. Danke euch. Gerne. Tschüss. Danke, tschüss.